Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen Tortellini-Auflauf mit Brokkoli und Kochschinken. Dafür als erstes den Brokkoli in Röschen teilen und die Röschen eventuell nochmals halbieren. Als nächstes den Kochschinken in Streifen oder kleine Würfel schneiden. Und wenn das erledigt ist, kümmern wir uns um die Soße. Dafür einen gehäuften Esslöffel Butter bei niedriger bis mittlerer Hitze schmelzen lassen. Und sobald die Butter komplett geschmolzen ist und anfängt zu schäumen, einen gehäuften Esslöffel Mehl dazugeben. Mehl und Butter mit einem Schneebesen gut miteinander verrühren. Und danach 400 Milliliter kalte Milch dazu gießen. Die Milch anschließend klumpfrei unterrühren. Und zum Schluss geben wir noch 200 Milliliter Gemüsefond, 200 Milliliter Sahne und eine gute Prise Salz und Pfeffer dazu. Alles einmal gut umrühren, bei niedriger bis mittlerer Hitze erwärmen, zum Kochen bringen, dabei immer mal wieder umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann. Und die Soße, sobald es köchelt, vom Herd ziehen. Zum Schluss noch 50 Gramm Parmesan zur Soße geben, den Parmesan unterrühren und die Soße anschließend kurz zur Seite stellen. Als nächstes die Tortellini in die Auflaufform geben, außerdem die Brokkoliröschen und zu guter Letzt den Kochschinken in die Auflaufform geben. Alles einmal kurz vermischen bzw. vermengen und dann müssen wir nur noch die heiße Soße über die Tortellini gießen. Zum Schluss 150 Gramm geriebenen Käse darüber streuen und den Auflauf anschließend für 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen schieben. So sieht der fertige Tortellini-Auflauf dann aus. Der Käse wunderschön geschmolzen und goldbraun. Den Auflauf jetzt auf Tellern verteilen, eventuell noch mit ein paar Schnittlauchröllchen garnieren und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.